Hallo zusammen, Hallo. hier ist wieder mal der Frank. Und die Alex natürlich. Wir wollten uns noch mal kurz aus Sri Lanka melden, weil heute ist nämlich unser letzter Tag hier in diesem wunderschönen Land. Und wir haben es sehr genossen. Wir waren jetzt so um die 3 Wochen, ne? Eigentlich ziemlich genau 3 Wochen Ja. hier in Sri Lanka. Und es war ja eigentlich gar nicht so wirklich geplant, das Land mitzunehmen. Wir wollten eigentlich gleich Richtung Asien fliegen. In Sri Lanka war es ja ein bisschen kompliziert mit dieser Wirtschaftslage hier, ob ja oder nein. Und haben uns dann aber doch dafür entschieden, dass es geht, weil wir auch bei YouTube ein paar Videos angeschaut haben, wo alle dann auch gesagt haben, es geht und es ist alles in Ordnung. Und wir können jetzt auch hier an der Stelle eigentlich nur bestätigen, dass es ein super Land ist, auch jetzt während dieser Wirtschaftskrise. Es gab überhaupt keine Probleme mit Lebensmitteln zu bekommen. Restaurants haben alle offen gehabt. Wir hatten super Unterkünfte, wir hatten sogar einen Mietwagen und wir konnten überall tanken. Es gab keine Schlangen vor den Tankstellen. Also alles, was so in Deutschland in den Medien berichtet wurde, hat sich überhaupt nicht für uns bewahrheitet. Ne? Genau, das mal zu dem Thema Lage in Sri Lanka. Ne? Jetzt zum Thema, wie hat es uns gefallen hier, ne, in Sri Lanka? Genau, vielleicht auch nochmal ganz Ja. kurz, eine kleine Anmerkung. Entschuldigung. Durch die Wirtschaftskrise ist natürlich der sri lankesische Rupie quasi für uns Europäer ja nochmal deutlich, also hier Urlaub zu machen ist quasi nochmal deutlich günstiger als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und deswegen ist es wirklich, also man kann es eigentlich wirklich nur empfehlen. Das mit dem Mietwagen ist so eine Frankie-Sache. Ne? Der Ja. Frankie möchte möglichst oft mit Mietwagen fahren. Ist natürlich jetzt nicht für jedermann was. Das ist ein indisch geprägtes, asiatisch geprägtes Land. Tausende von Rollern auf der Straße. Es gibt eigentlich keine Verkehrsregeln. Ne? Es wird ständig überholt. Also es ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber es war dann am Ende doch entspannter als gedacht. Ne? Man braucht 1, 2, 3 Tage, bis man drin ist. Aber dann war es eigentlich mega. Und es gibt sogar eine Autobahn, ne? So ein Expressway. Und da war es super entspannt, weil der kostet was. Das Maut, wie in Italien gibt es Mautstationen. Da fahren die Einheimischen eigentlich auch nicht so, weil das denen natürlich dann wieder zu teuer ist. Kostet halt immer so 1 Euro oder sowas da zu fahren. Und da war dann gar nichts mehr los und da konnte man super entspannt fahren. Genau. So, wie hat es uns gefallen hier auf Sri Lanka, uns zwei Hübschen? Hm? Super hat es uns gefallen. Also es ist wieder mal ein unterschätztes Reiseziel. Man kann super viel machen. Also man von der Safari, also wir haben Elefanten, Krokodile, Wahnsinn. Tausende von Vögeln gesehen, wirklich mit dem Jeepwagen. Also eigentlich glaube ich vom Feeling vielleicht sogar wie in Afrika. Nur noch die Giraffe hat gefehlt, sonst haben sie eigentlich alles. Wir haben eigentlich voll oft gesagt, so stellen wir uns Afrika vor, so stellen wir uns Bali vor, so stellen wir uns das Land vor. Ja. Also es gab immer so Situationen, wo wir gedacht haben, das gibt es bestimmt in dem Land, das ist bestimmt so wie in dem Land. Also voll krass. Also wie wenn mehrere Länder in einem vereint sind. Ne? Ja. Hat man so das Gefühl gehabt, auch wenn wir in manchen von den Ländern noch nicht waren. Ne? Genau. Aber auch so, also sie haben auch, was auch mega war, war das Hochland, also quasi wenn man dann so auf 2000, also 1500 Höhenmeter fährt, die haben da wirklich riesen Teeplantagen, die Luft ist dann nochmal eine ganz andere, also es ist, man kann wunderbar wandern gehen, sie bauen jeden Tag mehr Wanderwege aus, weil sie auch merken, dass es ankommt bei den Touristen. Aber wenn man hier natürlich dann sonst einen Beachurlaub machen will, hier ist für jedermann was geboten. Also wir waren jetzt, unser vorletzter Stopp war halt Weligama und das ist super bekannt für Surfen. Da haben wir dann auch gesurft, haben uns daran versucht und hat auch richtig viel Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, war aber auch nicht so einfach. Also so richtig gestanden war man nicht, muss man dazu sagen. Ja, aber hat Spaß gemacht. Übung macht den Meister und das Wasser war halt total schön warm, deswegen braucht man eigentlich keinen Neopren. Und hier jetzt in Hikaduwa, unserem letzten Stopp, waren wir auch total begeistert, weil wir sogar noch schnorcheln waren. Wir hatten zwar ein kleines Gewitter, aber dann waren wir schnorcheln und Hätte man wir nicht haben gedacht, hätte man gar nicht gedacht, dass das alles so gut ist. Mögliche gesehen, auch Riesenfische und wie gesagt, die größte Schildkröte, die wir je im Wasser eigentlich gesehen haben, haben wir halt hier gesehen. Und das, glaube ich, verbindet man nicht mit Sri Lanka. Diese Vielfältigkeit. Wer schon mal da war, kann es, glaube ich, nur unterschreiben, aber von uns eine klare Empfehlung.
Und vor allem, es ist halt so Preis-Leistung einfach mega. Es ist halt alles super günstig eigentlich. Ja. Du kriegst Hotels Oceanfront, also wirklich frontaler Blick aufs Meer für 30, 40 Euro die Nacht. Ne? Doppelzimmer, also für 2 Personen. Mit Frühstück. 30, 40 Euro mit Frühstück und hast das beste Zimmer in dem Hotel, wo du bei uns in Europa dann, wisst ihr selber, wenn ihr Oceanfront bucht, also dann kostet es halt das Doppelte von dem normalen Zimmer in dem Hotel normalerweise. Also Preis-Leistung ist einfach mega, muss man sagen. Ja. Einfach mega Preis-Leistung hier für das, was man bekommt. Ne? Und man muss halt immer abwägen, also was möchte ich. Wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich lokal ist, dann kann man, wir haben Frühstück schon gehabt für 2,50 Mark gefühlt und sind pappsatt geworden. Das sri-lankesische Essen ist auch super gut. Es hat indische Einflüsse, es hat asiatische Einflüsse. Und sie achten auch darauf, dass das Essen nicht zu scharf ist für uns Gringos, sage ich immer, für uns Weiße. Und wenn man dann natürlich da mal fancy essen gehen will, gibt es hier genauso super lokale Cafés. Das hätten wir zum Beispiel am Anfang gar nicht gedacht, ne? Entschuldigung. Ja. Weil wir waren erst so ein bisschen im Landesinneren, da gab es fast überhaupt keine normalen Lokale, sondern nur so Straßenküchen, wie man sagt. Ne? Und wir haben eigentlich gedacht, das gibt es dann gar nicht in Sri Lanka. Und dann sind wir näher in die touristischen Gebiete gekommen und dann gab es einfach mal voll die fancy Sachen. Ne? Voll wie in Europa oder wie in Amerika. Und hier an der Küste gibt es sogar die ganzen Fastfood-Ketten, Taco Bell, Pizza Hut, Ja. KFC. Ne? Also das gibt es hier alles dann auch an der Küste. Also waren wir dann voll baff, weil wir das vom Landesinneren gar nicht dann gewohnt waren oder gar nicht gedacht haben, ne? Dass es so einfach alles gibt, sehr westlich einfach dann, ne? Von der Seite. Ja, und man muss auch sagen, die Einheimischen, natürlich je weiter man im Landesinneren ist, desto authentischer ist es auch hier. Also wir hatten die tiefgründigsten Gespräche mit, wo wir in Sigiriya waren, also wirklich im Landesinneren mit den Leuten, die waren super lieb, die haben uns sogar was geschenkt. Ja. Wenn man überlegt, was die verdienen, ist das eigentlich schon ein Witz. Eigentlich müssen wir ihnen was schenken. Voll. Und natürlich, je weiter man dann in diese Touristengegenden kommt, desto lauter wird es halt, desto mehr Verkehr ist und desto mehr wollen die Leute natürlich dir auch was verkaufen. Was aber ganz normal ist, wenn man überlegt, die haben jetzt auch Corona durch, die haben diese ganze Wirtschaftskrise jetzt durch und die Währungskrise. Und die sind natürlich auch gewohnt, dass viele, viele Touristen auch kommen. Ne? Also ja, ist ganz normal, sage ich jetzt mal. Ne? Aber einfach zusammengefasst kann man sagen, es ist wirklich ein Land, wo sehr, sehr viel geboten wird. Sehr abwechslungsreich. Du hast Dschungel, du hast Berge, du hast Strand, du hast Palmen. Du hast einfach ein Komplettpaket. Das habe ich von noch keinem anderen Land eigentlich so bis jetzt gesehen gehabt. Deswegen war es einfach mega, dass wir es mitgenommen haben, muss ich sagen. Ne? Absolut, absolut. Genau. Und jetzt fliegen wir aber heute weiter in unser nächstes Land. Ne? Du hast es ja vorhin schon auf Instagram so ein bisschen leicht angeteasert, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das Quiz war nicht zu schwer. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir verraten es jetzt hier. Ne? Ja, genau. 3, Jetzt können wir 2, es ja 1. verraten. Es geht nach Nach Vietnam. Nee, da freuen wir uns schon richtig drauf. Das ist eigentlich so jetzt das eigentliche Ziel, weil wir wollten ja unbedingt so Richtung Asien, weil wir da noch so wenig gemacht haben in unserem Leben. Und jetzt geht es endlich nach Vietnam, wo viele schwärmen, ne? Essen, Landschaft und dass die Leute auch super nett sein sollen. Da freuen wir uns wirklich drauf und werden auch darüber wieder berichten. Dann an dieser Stelle sagen wir alles Gute. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.